Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Lars Schabel und ich darf Ihnen die klinische Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Uniklinikum Tulln vorstellen. Wir decken das operative Spektrum im Rahmen der degenerativen Erkrankungen des Gelenks- und Bewegungsapparates ab. Sie sehen Herrn Professor Wetsche, den Abteilungsleiter bei Implantation einer Knietotalendoprothese bei einer Patientin mit einer fortgeschrittenen Abnützung des Kniegelenks. Die Patientin wird binnen 5 Tagen mit Unterarmstützkrücken gehen können und deutlich schmerzgebessert das Klinikum nach diesen 5 Tagen verlassen. Nach durchgeführter Rehabilitation wird die Patientin von ihrem Nacht- und Bewegungsschmerz befreit sein und wieder eine gute Lebensqualität und Mobilität haben. Natürlich bieten wir auch als operatives Spektrum die arthroskopische Chirurgie, also die Gelenkspiegelungen an, mit besonderer Berücksichtigung der sportbedingten Überlastungen und Verletzungen. Ergänzt wird unser Spektrum durch die sogenannte Handchirurgie, gerade in heutigen Zeiten, wo das Arbeitsumfeld sehr EDV-lastig ist, nehmen die degenerativen Erscheinungen der oberen Extremität immer mehr zu und wir freuen uns, unseren Patienten mit handchirurgischem Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Der häufigste Knochenbruch des menschlichen Körpers ist der Bruch am körperfernen Speichenende. Das befindet sich hier. Das ist der häufigste Bruch bei Kindern und bei alten Menschen. Er ist meistens nach hinten verkippt. Und deswegen ist es die Aufgabe des Arztes, den Bruch wieder einzurichten, also sprich von hinten nach vorne in die richtige Stellung zu bekommen. Zu diesem Zweck werden die Finger des Patienten an sogenannten, auf amerikanisch Chinese Traps aufgehängt. Danach wird ein Gewicht angebracht und der Bruch hängt sich aus. Nach einer halben Stunde kommt der Arzt, richtet den Bruch von hinten nach vorne ein. Dann wird Herr Stefan Fletzberger als Gipsassistent kommen, den Gips nass machen und wir werden gemeinsam den Gips anlegen. Jetzt wird der Gips von mir in der korrekten Position gehalten, dass er nicht zu hoch und nicht zu tief sitzt. Stefan wickelt gerade provisorische Fixierung des Gipses an, bis der Gips aushärtet und in einigen wenigen Momenten werde ich die sogenannte Delle drücken, die die Bruchstellung unterstützt, dass der Bruch nicht wieder nach hinten abkippt. Nachdem der Knochenbruch eingerichtet wird, wird noch eine Röntgenkontrolle gemacht werden, damit die richtige Position des Bruches und des Gipses dokumentiert ist. Man muss ungefähr 2 Minuten warten, bis der Gips ausgehärtet ist. Danach wird der Gips noch einmal definitiv angewickelt und der Patient zum Röntgen überwiesen. Der Patient hat dann in typischer Art und Weise den Gips für 5 Wochen, bis der Knochenbruchknöchel geheilt ist. Mindestens genauso wichtig ist die konservative Versorgung der Schmerzsymptomatik im Bereich des Bewegungsapparates, gerade im Bereich der Orthopädie, wo es keine sogenannten vitalen, also lebenserhaltenden OP-Indikationen gibt, ist die Versorgung des Patienten mittels konservativer Therapiemaßnahmen, Physiotherapie natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Physiotherapeutinnen und unseren Fachärztinnen für physikalische Medizin sehr im Vordergrund. Unser eigentlicher Kernauftrag ist jedoch die unfallchirurgische Versorgung unseres Bezirksbereiches. Sowohl im Kindes- und Jugendalter wie auch im höheren Alter kommt es einerseits aufgrund der erhöhten motorischen Aktivität, andererseits durch Muskelschwund und mangelnde Koordination zu einer erhöhten Sturzneigung. Dies führt zum vermehrten Auftritt von Knochenbrüchen. Die Versorgung von Weichteilverletzungen, Schnitt- und Rissquetschwunden sowie Bisswunden gehört auch zur Tätigkeit unseres klinischen Alltags. Hier sehen Sie Pfleger Fabian Amon, wie er ein Tischchen mit sterilem chirurgischem Besteck herrichtet zur Versorgung einer Wunde. Mein Name ist Fabian Amon, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger in der Unfallambulanz in Tulln. Wir betreuen Erstversorgungen, frisch Verletzte, Nachsorgungen, Nachbehandlungen, Patienten mit Gips, Rissquetschwunden, schockraumpflichtige kritische Patienten, übergehende Patienten, eigentlich jeden Alters von 0 bis über 100 Jahre alt. Unsere Funktion ist es, im interdisziplinären Team von Gipsassistenten,
Turnusärzten, Assistenzärzten, Oberärzten und eben auch wir Gesundheits- und Krankenpfleger zusammen den Alltag und den Patientenaufwand zu bewältigen und die Patienten nach Standard und nach bestem Gewissen zu versorgen. Natürlich ist auch ein wesentlicher Fokus in unserer Tätigkeit der sogenannte Schockraumbetrieb, um lebensgefährlich bedrohte Patienten versorgen zu können. Der Schockraum ist ein Mini-OP mit vollem anästhesistischen Equipment zur Überwachung und Wiederherstellung lebensbedrohter Patienten und deren Vitalfunktionen. Ich habe nun die große Ehre, Ihnen Herrn Stefan Neubauer, Klarinettist der Wiener Staatsoper, vorzustellen, der vor 2,5 Monaten einen schweren offenen Gelenksbruch im Bereich des linken Ellenbogens erlitten hat. Er ist vom Fahrrad gestürzt, er kam mit der Rettung zu uns und wurde als primäre Maßnahme mit einem sogenannten Fixateur extern, einem Eiffelturm-ähnlichen äußeren Spanner, versorgt. Nach Konsolidierung der Weichteile wurde unter Antibiotikaschutz einige Tage später die definitive Operation durchgeführt. Das heißt, der Knochenbruch mittels 2 Platten, etlicher Schrauben und etlicher Drähte versorgt. Mein Name ist Stefan Neubauer. Ich hatte Ende Mai einen Fahrradunfall durch eine banale Sache. Eine Fliege befand sich hinter meiner Brille. Ich nahm die Brille ab und hatte dadurch die Kontrolle über mein Fahrrad verloren und bin offensichtlich gestürzt. Ich sage offensichtlich, weil ich mich nicht an den Sturz erinnern kann. Die nächste Erinnerung ist dann im Krankenwagen, und zwar in einem Notarztfahrzeug wurde ich dann nach Tulln gebracht. Dort war ich dann wieder bei Sinnen und hatte festgestellt, dass mir mein Ellbogen sehr weh tut. Und nach dem Röntgen hat sich eben herausgestellt, dass es sich um einen Trümmerbruch handelt, der nicht sofort zu operieren ist, weil das eher sehr kompliziert ist, eine Operation, die vorbereitet werden muss. Und nach Feststellung dieses Tatbestandes wurde mir ein Fixateur extern angelegt, hatte den ein paar Tage und danach kam eine größere OP, die sogar vom Herrn Marius dieses Krankenhauses durchgeführt wurde. Nach der Operation, die ja über mehrere Stunden gedauert hat, kam ich ans Zimmer und spürte zwei meiner Finger, den kleinen und den Ringfinger, lange Zeit nicht. Die anderen Finger wachten allmählich auf, aber die anderen beiden brauchten längere Zeit und ich hatte in diesem Moment wirklich größte Bedenken, ob ich jemals wieder Klarinette spielen kann, und war sehr dankbar und froh, dass das allmählich wieder zu kribbeln begann und dann später eben auch wieder beweglich war. Später, als der Gips herunten war und die Beweglichkeit aber aufgrund der langen Festigkeit nicht so gegeben war, dass ich spielen kann, kamen diese Bedenken wieder und man macht sich schon existenzielle Sorgen. Aber allmählich durch Physiotherapie und jetzt in der Reha spüre ich, dass es einfach wieder fast so werden kann, wie es war, und dass ich auf jeden Fall wieder einsteigen kann und Klarinette so spielen kann, wie ich es konnte vor einem Unfall. Mein ganzer Aufenthalt hier im Krankenhaus war ca. 10 Tage und ich kann das Allerbeste berichten. Ich habe mich von Anfang an, trotz Schmerzen und der Umstände, dass ich eben aus dem beruflichen und sozialen Umfeld herausgerissen wurde, extrem wohl gefühlt und gut behandelt gefühlt. Und der Herr Dr. Schabel hat sich dann nach der OP ganz besonders rührend um mich gekümmert und wir haben schöne Gespräche gehabt, da er auch ein ausgesprochener Musikliebhaber ist über Musik, und hat mir dann auch die Operationsweise so erklärt wie eine Richard Strauss-Partitur, dass das auch für die operierenden Ärzte und Ärztinnen eine Herausforderung ist, wie für uns Musiker einen Richard Strauss zu spielen. Aber ich möchte auch erwähnen, dass nicht nur von ärztlicher Seite der Aufenthalt hier ganz toll war. Es ist die Operation anscheinend ganz, ganz gut verlaufen und der Verlauf auch gut gegangen, dass ich meinen Arm wieder bewegen kann und meinen Beruf wieder ausüben kann. Aber auch eben das Personal von den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern kann ich nur das Allerbeste sagen und möchte meine größte Bewunderung für diesen
für diese Tätigkeit aussprechen, die Sie an allen Patientinnen und Patienten hier in dem Krankenhaus ausführen. Danke vielmals.